Moin Moin im November. Wir machen jetzt weiter mit den Fahrradvideos aus dem Sommer. Stehen geblieben waren wir auf Teneriffa. Danach kommen die Videos aus Südtirol und dann kommen noch Videos aus den französischen Alpen, wo wir wieder waren. Also ich denke, wir kommen gut durch die nass-kalt-Jahreszeit und jetzt starten wir mit einem epischen Anstieg auf den Teide. Wir sind im Mai 2024 und wieder früh aufgestanden, noch kurz einen Apfel gegessen und den Reifendruck kontrolliert. Dann geht's auch schon raus in die dunkle kanarische Nacht. Um kurz vor 7 starten wir auf die Strecke, die uns zuerst von Los Gigantes 30 Kilometer flach entlang der Küste bis nach Los Cristianos führt. Ab da beginnt das eigentliche Highlight des Tages, die Südauffahrt des Teide, auf der wir 2200 Höhenmeter erklimmen. Und danach geht es wieder über eine lange Abfahrt runter bis zum Hotel auf Meereshöhe. Insgesamt kommen wir auf 119 Kilometer und 2730 Höhenmeter. Und ja, diesen Tag auf dem Teide sollten wir ganz anders erleben als noch 2 Tage zuvor auf der Nordauffahrt. Hier rollen wir also über die Küstenstraße, auf der tagsüber vermutlich viel Verkehr herrscht. Aber wenn man die Strecke früh morgens vor den meisten anderen fährt, ist wenig los und es ist angenehm zu fahren. Die erste Stunde war es komplett dunkel und wir haben eigentlich nur den Lichtkegel der Lampe gesehen. Deswegen fast forward bis in die Dämmerung. Hier rollen wir durch Los Cristianos auf der Suche nach einer Bar für das erste Frühstück des Tages. Hallo. So, die Sauce kommt gleich, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ich glaube, sie bringt's. Das ist doch ein cooler Start. Sieht so flächig aus, ne? Ja. Wirst du mögen. Und das ist die bis hierhin gefahrene Strecke, also die 30 Kilometer vom Hotel bis zur Bar. Schon leer. Und du hast deine Handschuhe vergessen. Ja. Wie kommt es? Ja, ich hab noch, ich hatte einen Handschuh schon an Ja. und dann habe ich gedacht, ja, ich will dann noch einen Apfel essen. Ach, der Und dann habe ich Apfel. den Handschuh wieder ausgezogen und dann nicht mehr mitgenommen. Der Apfel. Ja. Also heute vorsichtig die Abfahrt runterfahren. Ja, genau. Am besten fährst du hinter mir. Nee, das kann ich auch nicht. Ja. Wieso nicht? Das ist mir zu langsam. Ja, damit guten Morgen von mir. Die ersten 30 Kilometer, meist im Dunkeln, liegen hinter uns. Und jetzt geht's rauf zum Teide. Südauffahrt. Hier geht's jetzt ganz schön lange den Berg hoch. Noch ist es ein bisschen bewölkt. Mal sehen, ob es heute noch mal aufklart. Wow, mal Ruhe. Der Anfang von dieser Auffahrt ist jetzt noch viel befahren. Schön ist es noch nicht, das kommt ja später. Ja, und wir lassen uns heute nicht stressen. Vorgestern sind wir schon die Nordauffahrt hochgefahren. Wir wissen, dass es lang ist. Geht für uns jetzt einfach darum, gut hochzukommen. Fast an jeder Tankstelle gibt es auch eine Bar. So, man merkt, es wird ein bisschen frischer. Windig. Jetzt auf 418 Meter. 418 Meter, sagt gerade Mario. Genau, aber wir sind ja in Bewegung. Von daher alles gut. Vorhin habe ich mal geguckt. Da war auf dem Teide 5 Grad. Und diesmal haben wir nicht so viele Sachen dabei. Der Klassiker.
Die ersten Radfahrer, die wir heute Morgen sehen. Oder nee, davor war schon einer. Ne? Ja. Weiße Hose, Anne. Soll ich mich das auch mal trauen? Nein. Verbiete ich dir. Gut. Letzte Verpflegungsmöglichkeit. Okay. Einmal noch Wasserflaschen auffüllen. Meine ist schon leer. Alles glaube ich auch. Der Anstieg hier steht uns jetzt bevor. 26,5. 1550 Meter. Am Ende sieht es so aus, als sei es noch ein bisschen steiler. Ja, bisher ist es ziemlich trist, aber soll ja noch schöner werden, denke ich. Und irgendwann landen wir auch über den Wolken. Spätestens dann. Aber jetzt fahren wir erstmal in die Wolken. Ja, die Straße ist jetzt hier komplett mit Feuchtigkeit bedeckt. Spritzt aber nichts hoch und so weiter. Ja, mittlerweile sind wir ziemlich alleine, oder? Stimmt, wenig los. Mir scheint es auch irgendwie so, als ob wenig Autos hier hochfahren auf den Teide, weil sie erwarten, dass es da genauso grau in grau ist wie hier unten. Aber ich bin positiv gestimmt, dass wir da oben Sonne haben. Wir sind jetzt auf 900 Metern und es sind noch 1348. Die Steigung hier passt bisher. Wir haben noch 1 oder 2 Gänge im Petto. Bisschen steiler wird es, glaube ich, erst im letzten Drittel, wenn wir das gestern richtig gesehen haben. Aber ja, insofern ist es gut. Wenn es jetzt schon weh tun würde, dann wäre das schlecht. Das ist nicht der Fall. Also wir haben noch ein paar Reserven für oben. Du hast deinen Twickers vergessen? Ich habe meinen Twickers vergessen. Was gibt es in jedem Markt her? Twickers, Haribo, Elektrolyte, die einfachen außen, Anne? Butni oder was ist das? Was? Ist das Butni? Nee, das ist DM. DM. Jo, so. Wir sitzen hier im nassen Nebel. Keiner da, aber kalt ist gerade nicht. Ne? Also wir werden jetzt natürlich ein bisschen kühler. Wir müssen gleich wieder weiterfahren. Ja. Ist schon geil, auch morgen wieder einen Pausentag zu haben. Finde ich unerhoffterweise. Eigentlich wollten wir morgen auffahren, aber wir haben es dann nochmal umgeplant. Machen den letzten Tag mit der Räderabgabe. Dann, weil Fahrradfahren auf Teneriffa ist schon nicht für Anfänger. Hoch oder ganz steil tief? Flach gibt's hier nicht. Aber jetzt verstehe ich auch, warum die Abfahrt hier schön sein soll. Finde ich. So, ab jetzt wird es schön. Oder? Hast du auch das Gefühl? Kleiner Höhenmetercheck. 1120, 1124. 4 Meter Unterschied. Das passt. Ja, wieder erwarten. Ganz schön feucht bisher, ne? Wir haben gedacht, wir machen den Anstieg in der Hitze. Ja, genau. Weil erstmal 30 mm flach, erstmal anfahren und dann im Hellen und bei Sonne hoch, aber bisher Pustekuchen.
Siehst du diese kleinen Tropfen auf meinen... Ja. Ja. Hab ich ja auch. Oh, du auch. Bei dir viel mehr. Bei mir ist noch deutlicher. Mehr Haare, mehr Tropfen. Auf der Brille auch und überall. Jo. Wir hoffen, da kommt heute noch Sonne und irgendwann hören die Wolken mal auf. Also mittlerweile frage ich mich, ob das wirklich noch so kommt. Ja, ziemlich episch wurde uns gerade auch schon zugerufen. Ja. Heute mit dem Nebel. Ein Rettungsanker fehlt. Doch. Hart. Echt hart. 1576 Meter, 11 Grad. 672 noch. Ja, ich muss kämpfen. 10% gerade. Ordentlich Druck auf der Pedale. Halt, voll Anstieg. Hart. Anstrengend. 1782 Meter. Noch nichts Blaues in Sicht. Jetzt Sonne. Da weit ist nicht mehr. 1824 und 382 geht noch hoch. So ungefähr noch 100 Meter würde ich sagen. Wolken 150 vielleicht. Und dann oben Belohnung. Dauert noch. Ja. Das ist gerade so ein Glücksgefühl. Guck mal da blau. Guck mal blau. Da Sonne. Ja, aber die Freude ist doch so groß. Ja. Ah, blau. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt werden auch 25 Grad angezeigt bei Sonne. Wir sind jetzt auf den letzten 2 Kilometern. Vorhin hat uns ein Bulli überholt mit 4, 5 roten Mountainbikes. Hat Leute hochgebracht und die sind uns jetzt gerade entgegengekommen. Ja, und wenn man das so fährt wie wir, ne, jeden Meter selbst gemacht, denkt man irgendwie so, ja, alles andere ist irgendwie nicht echt. Also ja, so ist dann halt die eigene Wahrnehmung. Ne? Wenn man das alles hier selbst hochgefahren ist, dann fragt man sich, warum machen die Leute das hier, wie motorisiert hier hochfahren oder sich hochbringen lassen, um runterzufahren. Ja, aber ist halt eine andere Perspektive. Ne? So ist eben unsere Sicht dann in dem Moment. Weit ist nicht mehr. Hier sind wir nun am höchsten Punkt der Strecke angelangt. Ein vernünftiges Schild gibt es hier leider nicht, deswegen fahren wir auch direkt weiter. Jetzt aber deutlich über den Wolken und es geht etwas runter bis zum Krater, durch den wir im vorherigen Teneriffa-Video komplett gefahren sind. Der Vulkankrater liegt jetzt direkt vor uns und im letzten Video kamen wir aus der gegenüberliegenden Richtung. Wer sich für den Teil interessiert, kann sich hier nachher das andere Teide-Video auf dem Kanal ansehen. Wir biegen jetzt hier links ab. Hier die 46 Kilometer lange Südauffahrt zum Teide.
Wenn man sich die Strecke so ansieht, ist das schon echt lang, aber es geht halt auch 2160 Höhenmetern rauf. Und am Ende kann man auch sehr gut den Kraterrand erkennen. Ja, wir sind jetzt oben. Wir sind schon hier im Krater. Man sieht hier links, rechts fahren wir, glaube ich, durch ein relativ frisches Lavafeld. So 300 Jahre? Ja. Vielleicht ist es auch kompletter Quatsch. Jedenfalls, wir sind oben. Yeah! Und es ist blauer Himmel. Ja, und das ist einfach hier landschaftlich der absolute Hammer. Ein Riesengebiet. Ja. Und nun geht es auf die 37 Kilometer lange Westabfahrt des Teide. In einem Rutsch geht es von 2000 Metern Höhe runter auf Null. Hoppla, die Wolken kommen mir immer näher. Müssen wir da jetzt durch oder was? Ja, da müssen wir jetzt durch. Und damit wir die Veränderung besser wahrnehmen, lasse ich das Bild mal kurz in 8-facher Geschwindigkeit abspielen. Jetzt sieht man richtig die Feuchtigkeit in der Luft und da wir hier mit mindestens 40 km/h durchfahren, wird uns ganz schnell ganz kalt. Zitter, zitter. Oh, ey. Die Hände, heieiei, Eisklumpen. Wenn man so Kilometer durch die Nässe fährt, die in der Luft hängt. Jo. Jetzt 1200 Höhenmeter. 200, 300 noch. Dann sind wir wohl hier raus. Durch die kurzen Jumpcuts sehen wir die Veränderung der Witterungsverhältnisse auf der Abfahrt. Wenn es oben kalt ist, muss man sich da rausfahren und weiter nach unten kommen. Das wird auch noch im nächsten Video sehr relevant. Hier oberhalb von unserem Hotel ist es dann wieder komplett freundlich und von hier haben wir auch einen super Blick auf die spektakuläre Steilküste von Los Gigantes. Die Felsen fallen hier aus einer Höhe von bis zu 450 Metern senkrecht ins Meer. Und damit sind wir auch am gelben Hotel angekommen. Links ist noch ein Lidl, auch sehr praktisch, wenn man ein Apartment hat. Zum Abschluss natürlich noch das Ende der Streckenanimation und damit ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich bekomme das 4. Video von Teneriffa zeitnah geschnitten. Dann könnte das 2 Wochen nach diesem Video kommen. Mal schauen. In 2024 ist bei uns einfach viel los und ich komme nicht so gut zum Schneiden. Also, ciao.
Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.